Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Videoanleitung auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr so eine Schürze für eure Puppen nähen könnt. Das Schnittmuster für das Kleid findet ihr übrigens in meinem Coffeeshop. Viel Spaß beim Nähen! Druckt das Schnittmuster aus und schneidet den Stoff für die Schürze zu. Ich habe aus meinem Hauptstoff eine Wassermelone ausgeschnitten und werde diese auf meine Schürze draufnähen. Da der Stoff sehr leicht ist, bügle ich Flieseline drunter. In diesem Video wollte ich euch auch zeigen, wie ich den Unterrock nähe, aber meine Kamera hatte aufgehört zu fokussieren und ich habe es leider nicht bemerkt. Daher wird es das Video in den nächsten Tagen geben. Ich schneide mir grob die Flieseline zu und lege sie mit der Klebefläche auf die linke Seite meiner ausgeschnittenen Wassermelone drauf und bügel einmal drüber. Meinen selbst erstellten Aufnäher schneide ich vor dem Aufnähen zurecht. Eine Stofflage der Schürze lege ich mit der rechten Seite vor mich hin und platziere meinen Aufnäher an die Stelle, wo ich ihn gleich festnähen werde. Hier muss man unbedingt die Nahtzugabe beachten, damit später beim Zusammennähen der zwei Schürzenstoffe der Aufnäher nicht in der Nahtzugabe verschwindet. Zum Annähen des Aufnähers wähle ich einen Zickzackstich und verringere die Stichbreite. Beim Nähen sticht die Nadel ganz knapp an der Außenkante des Aufnähers rein. Jetzt lege ich beide Schürzenteile mit der rechten Seite aufeinander und stecke sie rundherum fest. Mit einem geraden Stich werden beide Teile zusammengenäht. Überstehende Fäden und die Ecken schneide ich ab. Anschließend wende ich die Schürze auf die rechte Seite und forme gleichzeitig die Ecken ein bisschen aus. Alle Ecken und Kanten werden nochmal ordentlich gebügelt. Danach steppe ich die Schürze von der rechten Seite ab. Nachdem die Schürze soweit fertig ist, wende ich mich dem Schürzenband zu. Zuerst wird das Band gebügelt. Anschließend klappe ich das einmal in der Mitte zusammen und bügele noch einmal ordentlich drüber. Jetzt wird das Band auseinandergeklappt und die kurze Seite zur Mitte gefaltet und nochmal ordentlich durchgebügelt. Ich wiederhole das Ganze auch mit der anderen Seite. Damit mein selbstgemachtes Schrägband seine Form nicht verliert, klappe ich es noch einmal zusammen und bügele ordentlich drüber. Ich markiere mir die Mitte vom Schrägband und anschließend die Mitte der Schürze.
Das Schrägband wird geöffnet und die markierten Stellen werden aufeinander gelegt und festgesteckt. Ich nähe direkt in die Bügelfalte rein. Das festgenähte Schrägband klappe ich auf die andere Seite und falte es zusammen. Mit ein paar Nadeln fixiere ich die Kanten, damit das Schrägband sich nicht wieder löst, und klappe somit das ganze Schrägband bis zum Ende zusammen. Die Enden des Schrägbands klappe ich nach innen und falte das Schrägband dann zusammen. Um mir das Nähen zu erleichtern, habe ich das Schrägband mit ein paar Stichen zusammengeheftet. Zu Beginn lasse ich die Nähte etwas länger und ziehe beim Nähen leicht mit. Fertig ist meine Schürze und kann direkt anprobiert werden. Diese Schürze kann sowohl vorne wie auch hinten gebunden werden. Wenn du möchtest, kannst du an die Außenkante eine Spitze oder vorne eine kleine Tasche annähen. Meine Lieben, das war's von mir. Viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Bye bye!